Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, eine kleine Pause dazwischen gehabt. Muss auch ein bisschen aufladen, ne? So, wo haben wir es denn? Nee. Ja, hier ist es. Super. Okay. Die erste Sage heute heißt Sachsen, Thüringer und Franken. 10. Jahrhundert. Der Frankenkönig Hugo hinterließ nur eine Tochter, Amala Berga (Arlberg), die an Irmenfried, den König von Thüringen, vermählt war. Die Franken wählten einen unechten Sohn Hugos, Dietrich, zu ihrem Könige. Amala Berga war nun sehr herrschsüchtig. Sie hatte schon vor ihrem Gemahl zugeredet, seinen Bruder, mit dem er die Herrschaft teilte, töten zu lassen, damit er Alleinherrscher würde, und als Irmenfried vor dem Brudermord schauderte, befahl sie, die Tafel nur halb zu decken. »Wer nur ein halbes Königreich besitzt«, sagte sie ihm zur Erklärung, »der muss sich auch mit einer halb gedeckten Tafel begnügen.« Endlich tat Irmenfried ihr den Willen und speiste nun am voll gedeckten Tische. Dietrich von Franken schickte nun bald, nach seiner Erhebung auf den Schild, einen Gesandten zu Irmenfried, der ihn um Frieden und Freundschaft bitten sollte. Der König der Thüringer, der das ferne Blutvergießen scheute, nahm ihn freundlich auf und behielt ihm eine Zeit lang an seinem Hofe. Amala Berga aber dachte anders als ihr Gatte. Sie glaubte, dass das Reich der Franken ihr gehöre und dass Dietrich ihr untertan sei. Unter den Räten des Königs war nun ein Iring, ein starker und tapferer Held im Kriege, im Frieden aber ein kluger und feiner Ratgeber. Den gewann die Königin für sich, dass er dem Könige von einem Bündnis abredete. Der schwache Irmenfried ließ sich so einnehmen, dass er den fränkischen Gesandten den beleidigenden Bescheid gab, er möge seinem Herrn sagen, dass er dieser seine Feigheit als ein Königreich zu erwerben möge. Der Gesandte erschrak über diese ungnädige Antwort nach so viel vorausgegangenen Ehrungen und sagte: »Ich verlöre lieber meinen Kopf, als dass ich meinen Herrn solche Worte bestelle, um deren Willen viel fränkisches und thüringisches Blut fließen wird.« Er sprach damit die Wahrheit, denn Dietrich rüstete nach Anhören dieser Botschaft sofort zum Kampfe, zog mit einem starken Heere nach Thüringen und fand Irmenfried bei Runibergen. Am 1. und 2. Tage ward ohne Entscheidung gefochten. Am 3. aber verlor Irmenfried die Schlacht und floh mit dem Reste seiner Leute nach Scheidungen an der Unstrut. Darauf rief Dietrich seine Heerführer zusammen und hielt mit ihnen Kriegsrat. Unter dieser riet Waldrich, die Toten zu begraben, die Wunden zu verbinden und mit den übrigen Heere heimzukehren, weil es nicht hinreiche, den Krieg fortzuführen. Ein anderer aber widersprach Waldrich heftig. »In edlen Dingen«, sprach er, »ist die Standhaftigkeit das Beste, wie das unsere Vorfahren geglaubt und geübt haben. Wir dürfen nach gewonnener Schlacht aus dem eroberten Lande nicht weichen und die Besiegten sich erholen lassen, die dann durch Verbindungen gefährlicher werden können, während sie jetzt allein und eingeschlossen sind.« Dieser Rat gefiel dem Könige am besten. Er ließ daher die Sachsen sagen, wenn sie ihm hülfen, ihren alten Feinde, die Thüringer, zu besiegen, so wolle er ihnen ihr Land überlassen. Die Sachsen gingen gern auf diesen Vorschlag ein und sandten 9 Anführer, jeder mit 1000 Mann, deren starke Leiber, fremde Sitten und Waffen die meist zierlichen Franken nicht genug bewundern konnten. Sie schlugen ihr Lager im Süden der Feste an den Unstrutswiesen auf und stürmten bereits am folgenden Morgen die Stadt. Auf beiden Seiten wurde mit großer Tapferkeit gekämpft. Die Thüringer stritten für Vaterland und Freiheit, die Sachsen für das schöne Land. In dieser Not schickte Irmenfried den Iring ab, der mit dem Frankenkönig unterhandeln sollte. Iring fing das sehr geschickt an. Er bearbeitete den Waldrich und andere Räte des Königs vorher, überreichte ihnen Geschenke und versprach noch andere, wenn sie dem Könige zum Frieden raten würden. Diese taten diese auch. Sie stellten dem Könige vor, dass die Sachsen sehr gefährliche Nachbarn werden könnten, wenn sie zu ihrem Lande noch Thüringen bekämen. Dietrich ließ sich davon überzeugen, denn es graute ihm vor der Kraft und Wildheit des Sachsenvolkes. Er gab den klugen Unterhändlern eine befriedigende Antwort und versprach, das Bündnis mit den Sachsen zu lösen. Iring konnte mit diesem Bescheide wohl zufrieden sein.
Da er aber ein welterfahrener Mann war, so zog er nicht wie ein gewöhnlicher Bote nicht etwa heim, um sich für seine Erfolge loben und beloben zu lassen, sondern er blieb unter Vorwänden im Lager der Franken und in der Nähe des Königs, damit dieser seine Gesinnung nicht etwa ändern konnte. Zur Beruhigung seines Volkes in der Stadt genügte ein Diener, den er Irminfried mit den frohen Kunde sandte. Noch wussten die Sachsen nichts von der Verständigung. Da ging ein Bürger von Scheidungen heraus, um mit seinem Sperber zu jagen, denn Irings kluge Vermittlung hatte die Thüringer so beruhigt, dass sie schon wieder an Vergnügen und Zerstreuung dachten. Der Sperber flog auf die andere Seite des Unstrut und wurde von einem Sachsen aufgefangen. Der Thüringer forderte ihn wieder, der Sachse aber wollte ihn nicht herausgeben. Da sagte der alberne Thüringer: Wenn du den Vogel loslässt, will ich dir etwas sagen, was dir und allen deinen Gesellen zum größten Nutzen ist. Moment, das lese ich nochmal. Die stehen sich ja nicht gegenüber, sondern die sind von einer Seite des Flusses auf der anderen Seite des Flusses. Moment, nochmal. Der Thüringer forderte ihn wieder, der Sachse aber wollte ihn nicht herausgeben. Da sagte der alberne Thüringer: Wenn du mir den Vogel loslässt, will ich dir etwas sagen, was dir und all deinen Gesellen von großem Nutzen ist. So sprich, antwortete der Sachse. Da plapperte der Thüringer: Wisse, dass die Könige Frieden gemacht haben, hinter eurem Rücken. Sie haben vor, euch morgen im Lager zu fangen und zu erschlagen. Der Sachse zweifelte an dieser Tatsache, aber jener der Art der Thüringer immer redseliger wurde, beteuerte das mehrmals und riet ihm und allen seinen Freunden zur Flucht. Dafür empfing er seinen armseligen Sperber wieder. Der Sachse aber rannte eilig zu den Seinen und teilte ihnen mit, was er von dem Schwätzer vernommen hatte. Da wurden alle Sachsen bestürzt und wussten keinen Rat. Endlich ergriff ein von allen geehrte Greis, genannt Hadugast, ihr heiliges Zeichen, welches eines Löwen und Drachen und der rüberfliegenden Adlers Bild war, und sprach: Bis hierher habe ich unter Sachsen gelebt und sie nie fliehen sehen. Also kann ich auch jetzt nicht genötigt werden, das zu tun, was ich nicht gelernt und geübt habe. Wenn ich nicht weiter leben kann, so ist mir das Liebste, mit den Freunden zu fallen. Die erschlagenen Brüder, die hier liegen, sind ein Beispiel der alten Tugend. Sie haben es vorgezogen, den Geist aufzugeben, statt vor den Feinden zu weichen. Lasst uns deshalb in dieser Nacht die sichere Stadt überwältigen. Beim Einbruche der Nacht drangen die Sachsen über die unbewachten Mauer in die Stadt, erschlugen die Erwachsenen und verschonten nur die Kinder. Irminfried floh samt seiner Familie und geringer Begleitung in genauer Not. Diese Schlacht geschah am 1. Oktober. Der Frankenkönig Dietrich fand sich in die Umstände, beglückwünschte die Sachsen wegen ihres Sieges und belehnte sie mit Thüringen. Den entflohenen Irminfried ließ er verräterisch zu sich rufen und überredete Iring mit falschen Versprechungen, seinen Herrn zu töten. Als sich dieser nun vor Dietrich niederwarf, schlug ihn Iring, der dabei stand, tot. Alsbald verwies ihn Dietrich auf seinen Augen und aus seinem Reiche, da er wegen dieser unnatürlichen Tat allen Menschen verhasst sein müsse. Da versetzte Iring: Ich aber gehe, will ich meinen Herrn rächen. Mit diesen Worten zog er das Schwert und erstach den König Dietrich. Darauf warf er den Leichnam über den anderen, bahnte sich mit seinem Schwerte einen Weg und entkam. Irings Ruhm war so groß, dass die Milchstraße am Himmel nach ihm Iringstraße benannt wird. Lange und tolle Geschichte. Ich habe dazu wieder mal kurz was vorbereitet, als kleine Gedankenstütze. Und zwar erstmal in der Originalgeschichte, also in der Originalfassung, in den deutschen Sagen von den Gebrüder Grimm, wird dieser werten Frau Amala Berger nicht so eine herrschsüchtige Art angedichtet. Ich bin mir auch nicht sicher, warum der Autor dieses Buches das gemacht hat. Ihr wird hier ganz klar eine gute Motivation hinzugefügt, warum sie eigentlich so ist, wie sie ist, eben weil sie herrschsüchtig ist, warum das überhaupt alles in Gang gesetzt wurde. In dem Original wird noch erwähnt, dass die beiden, die Tochter, also die Amala Berger und der Irminfried, haben eine Tochter.
Und die soll wohl auch einen Anspruch haben. Und so bezirzt sie dann den Iring, dass sie ihn halt hilft, damit er nicht mit Dietrich den Frieden eingeht. Warum das jetzt hier nicht so genannt wird, weiß ich nicht. Aber ja, warum auch immer. Aber dennoch, die Frau steht hier nicht gut da, finde ich. Nun, diese Geschichte nennt sich aber auch Iringlied oder Iringsaga und geht auf eine Überlieferung von Widukind von Corvey, ein Mönch und ein bedeutender sächsischer Geschichtsschreiber, zurück. Und ja, es scheint, als sei er ein Nachfahre vom sächsischen Herzog Widukind. Heil, Herzog Widukinds Stamm. Der werte Herr galt lange als, ich zitiere, gutgläubigen, fast naiven, jedenfalls aber unpolitischen Mönch, der kaum über seine Klostermauern hinausblickte. Aber im Laufe der Zeit wurde an diesem Bild gekratzt. Und bevor ich euch jetzt mit Fachbegriffen und Einzelheiten bombardiere, versuche ich es lieber in meinen eigenen Worten. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird den Mönch Widukind Menschlichkeit oder anders menschliche Schwäche vorgeworfen. Warum sage ich das? Nun, einzelne Personen können geschichtliche Ereignisse nicht vollends und neutral betrachten und sie in Blei gießen, so wie sie wirklich geschehen sind. Eine Verfärbung, Unkenntnisse und die eigenen Interessen sind immer gegeben und fließen selbstverständlich in Schriften mit ein. Erst durch das Zusammentragen vieler Informationsquellen und das Abwägen dieser kann das Gesamtbild annähernd vervollständigt werden. Und darum wird eben diese Überlieferung von den Herrn Widukind eben ein bisschen kritisch gesehen, weil es eben nur eine einzige Quelle ist. Aber ob die Überlieferung nun und in welchem Grad auch immer akkurat ist oder nicht, es soll uns aber nicht stören, denn, wie sagte Gandalf zu Bilbo, eine gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden. Und das dachte sich auch Jakob Grimm, als er in den deutschen Sagen sie formulierte. Im Übrigen, der Iring war auch einer der Namen, mit dem der nordische Gott Heimdall, nicht der hier, sondern der, unter den Menschen umherging. Darin auch dann die Iringstraße, die Milchstraße. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Sage. Ich werde da mal wieder zu hin. Ach, Moment, bevor ich es hier unterschlage. Hier steht noch was im Kleingedruckten. Und zwar zum Banner der Sachsen. Da steht, das alte sächsische und britische Wappen zeigt den Löwen und das Einhorn. Okay. Ihr wisst ja, die Sachsen, die Angelsachsen sind auf die Insel gekommen und haben Bambusel gemacht. Gut. Die nächste Sage heißt die Gründung der Wartburg. Als der Bischof von Mainz Ludwig den Springer taufte, schenkte er ihm dabei alles Land, das zwischen Hörsel und Wehra liegt. Als Ludwig nun zu Jahren kam, baute er die Wartburg bei Eisenach, deren Platz aber nicht ihm, sondern den Herren von Frankenstein gehörte. Einmal ritt er auf die Jagd und folgte einem Wilde bis an diese Stelle. Da wartete er auf sein Gefolge und die Dienerschaft. Der Berg gefiel ihm außerordentlich, denn er war steil und fest und gleichwohl oben geräumig für eine Burganlage. Tag und Nacht dachte er nun darüber nach, wie er ihn an sich bringen könne, und verfiel schließlich auf folgende List. Er versammelte viel Volk, hörige Leute, und ließ sich diese in einer Nacht Erde in Körben aus seinen Ländereien auf den Berg tragen und damit ganz beschütten. Danach ließ er einen Burgfrieden (Schildmauer) ziehen und fing an, auf dem Berge zu bauen. Die Herren von Frankenstein konnten das mit Gewalt nicht wehren und verklagten ihn vor dem Reiche, weil Ludwig ihnen das ihrige ohne Recht nehme. Ludwig, der nun deshalb zur Rede gestellt wurde, antwortete: Ich baue auf das meine, was ich mit Recht besitze. Da wurde ihm aufgegeben, dies zu beweisen und 12 ehrbare Männer namhaft zu machen, die sein vermeintliches Recht unterstützen möchten. Er bekam auch 12 Ritter zusammen, die stellten sich mit ihm auf den Berg, zogen ihre Schwerter, steckten sie in die Erde, die er hatte heraufbringen lassen, und schwuren, dass der Graf auf das Seine baue und dass er die obersten Boden vorher zum Thüringer Land gehört habe. Also verblieb er mit dem Berg durch diesen Schein des Rechts,
und er nannte ihn Wartburg, weil er damals auf sein Gesinde warten musste. Nach anderen soll er, entzückt über die schöne Lage des Berges, ausgerufen haben: Wartberg, du sollst mir eine Burg werden. Dann gibt es ja noch mal was im Kleingedruckten. Es geht um den Satz: Warteberg, du sollst mir eine Burg werden. In Wirklichkeit möchte der Name wohl anders zu erklären sein. Vergleich Warburg, Wartenburg und Wartensleben und so weiter. Diese List, ich glaube, die kam schon mal zwischen den Sachsen und den Thüringern. An einer anderen Stelle, viel weiter vorher habe ich das mal gelesen. Und da war es so gewesen, aber nee, es waren nicht die Sachsen, es waren irgendein anderes Volk, aber auch die Thüringer. Und die hatten gehandelt mit denen. Die hatten sehr viel Gold und haben immer irgendetwas gekauft. Und irgendwann ging ihnen das Essen aus und dann ist einer von denen, was, Franken oder Sachse, ich weiß es nicht, ich glaube es war ein Sachse, ist aufs Land gegangen und hatte sehr viel Gold bei sich. Und ein Thüringer ist dann ihm entgegengekommen und die beiden haben sich miteinander unterhalten. Und der eine fragt den anderen, also der Thüringer fragt den Sachsen, warum er denn so viel Gold bei sich habe. Und er sagt, er hätte Hunger und er bedurfte nicht an dem vielem Gold, weil er das nicht essen kann. Und irgendwie kommen sie dann auf die Idee, dass dann sagte dann der Thüringer, was er irgendwie haben will und der andere sagt, ist mir egal. Und daraufhin gab der Thüringer den Sachse ganz viel Erde, weil das gerade viel herumlag, und der hatte dann das gekauft, die Erde, gekauft mit Gold. Der Thüringer ging nach Hause und dachte, ja, coole Sache, schön, jemand Erde verkauft und dafür richtig Gold bekommen. Und der andere hat dann quasi diese Erde, die er gekauft hat, überall ausgestreut und hat dann gesagt, wieso, ich habe die Erde doch gekauft, jetzt habe ich auf meiner Erde gebaut. Und so waren sie im Recht irgendwie, sowas. Das waren die Sachsen, und Thüringer. Und das ist wohl hier exakt dasselbe. Also, es ist schon ein seltsamer Gedanke, sowas. Dass man einfach, und vor allem 12 Ritter zusammenkriegen, die einen mit sich dann da hinstellen und sagen, ja, und dann sagen sie alle, ja, das stimmt, weil es waren ja 12. Es waren ja 12 Ritter, die werden schon nicht lügen. Denen wird er nichts angeboten haben, dass der das machen soll. Also, schon klar. Aber gut. Übrigens die Wartburg hier. Ja. Schöne Sache, schöne Burg. Gut. Und es geht auch weiter mit den Herren. Die nächste Sage heißt Ludwig der Springer. Die Feinde Ludwigs des Springers klagten diesen beim Kaiser an, dass er den Pfalzgrafen Friedrich ermordet habe, um dessen Gemahlin Adelheid ehelichen zu können. Da nun der Schein gegen den Landgrafen sprach, wurde er auf kaiserlichen Befehl in die Acht erklärt. Er wurde im Erzstift Magdeburg ergriffen und nach dem Giebichenstein an der Saale bei Halle gebracht. Da ward ihm eine Kemenate, die nach dem Flusse führte, angewiesen, ein Gemach mit massiven Wänden. Er wurde nicht gefesselt, aber 6 Ritter mussten ihn, da er ein vornehmer Mann war, beständig bewachen. Da saß er nun 2 Jahre lang. Als er keine Hoffnung mehr hegte, aus diesem Kerker jemals herauszukommen und ihn heiße Sehnsucht nach Freiheit und den grünen Wäldern ergriff, bat er Gott um Befreiung und gelobte dafür eine Kirche in seiner Stadt Sangerhausen zu bauen. Der Kummer raubte ihm die Esslust, so dass er schwach und siech wurde, und ihm seine Hüter glaubten, wenn er sie bat, dass sie ihm sein Seelgerät setzen möchten, das heißt, ihm Gelegenheit geben, sein Testament zu machen, ehe der Kaiser kommen würde, um ihm das drohende Todesurteil zu vollstrecken. Es wurde also einer seiner treuen Diener zu ihm gelassen, dem er seinen letzten Willen einhändigte, den aber auch heimlich bat, dass er mit 2 gesattelten Pferden morgen am Ufer der Saale erscheinen und auf ihn warten möchte. Als am anderen Tage seine Zeit gekommen war, klagte er über Frost, legte viele Kleider an und ging im Zimmer auf und nieder, um seine Glieder zu üben. Die Wächter achteten nicht weiter auf ihn und ließen sich im Sprettspiel nicht stören. Endlich erblickte er den Diener mit den beiden Pferden tief unten am Ufer der Saale.
Da lief er zum Fenster, befahl sich Gott und schwang kühn hinunter in den Fluss. Der Wind fing sich in seinen Kleidern, so dass er langsamer in das Wasser fiel, als die Höhe seines Gefängnisses annehmen ließ. Er kam wieder hoch, half sich mit Unterstützung seines Dieners heraus, bestieg sein weißes Ross, Schwan genannt, nachdem er die überflüssigen nassen Kleider rasch abgeworfen und jagte davon, ehe die erstaunten Kerkermeister richten mussten, wie ihnen geschah. Glücklich langte er darauf in Sangerhausen an, wo er sich inmitten seiner treuen Diener, die an seinen Verbrechen nicht glaubten, sicher wusste. Von dieser kühnen Heldentat erzählte aber das Volk in allen Landen. In Sangerhausen dankte er seinem Gott und bezahlte sein Gelübde. Er baute die St. Ulrichskirche, die heute noch steht. Ein verwitterter Genkstein zeigt die Inschrift: Nimm hin, o Heiliger, das Haus, das ich dir im Fesseln gebunden gelobte. Über den Kirchenbau gibt es freilich auch noch eine andere Lesung. Danach zog Ludwig nach Rom, um vom Papste von seinen Sünden gelöst zu werden. Der gab ihn auf, eine Kirche zu Ehren unserer lieben Frauen zu gründen. Nach Hause gekommen, übergab er das Reich seinem Sohne und suchte eine geeignete Baustätte aus. Als er einst von Schönberg nach der Wartburg ritt, saß ein Töpfer bei einem großen Brunnen, der sagte ihm, dass er jede Nacht 2 schöne Lichter brennen sah an der Stelle, wo später das Münster gebaut wurde. Da dachte der Landgraf an sein Gelübde, ließ die bezeichnete Stätte von Bäumen befreien und sich vom Bischof von Halberstadt weiter beraten. Als das Gebäude fertig war, nannte er es nach dem Töpfer und dem Brunnen Reinhardsbrunn. Da liegen die meisten Landgrafen von Hessen begraben. Ich habe mal geschaut. Moment, da steht wieder was in Klammern. Das war Verzeihung, war andere Sache. Diese gute Burg, wie hieß er? Der Giebichenstein an der Saale. Die Burg steht nicht mehr richtig, also die ist zum größten Teil eingefallen, aber man kann ungefähr sagen, so, ich habe im Weltnetz gesehen 87 Meter steht die hoch, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Berg ist, also an dem Punkt, wo die Grundmauer noch steht, dann 87 Meter, weil es auf dem Berg gebaut wurde, bis zur Saale runter, oder ob das schon zählt, wie hoch die Burg mal früher war. Also 87, ich würde mal so sagen, so knapp 100 Meter ist er in die Tiefe gesprungen, wenn es denn wirklich stimmt. Ist dann halt langsam reingefallen. Ist aber schon clever gewesen, oder? Ich meine, hier steht ja drin, dass er Hunger hatte. Also dass der Kummer ihn die Hungerslust, die Esslust genommen hat. Dadurch hat er natürlich stark abgenommen und war leichter, was wiederum ihn mehr Auftrieb gibt, wenn sich der Wind in seinen Kleidern fängt. Das heißt, er fällt einfach nicht so schnell runter, dadurch, dass er weniger wiegt. Aber schön. Schöne Sache. Ja, und dann das mit dem Kirchenbau, das ist jetzt die zweite Weissagung. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das sich jetzt hier so vermischt ist. Weil hier steht ja, über den Kirchenbau gibt es freilich auch noch eine andere Lesung. Das heißt also eine alternative Lesung. Aber es geht um 2 unterschiedliche Kirchen. Also das eine ist ja die St. Ulrichskirche, die tatsächlich heute noch steht. Und dann geht es in dem zweiten Teil geht es ja um der Reinhardsbrunn, was ich glaube entweder eine Burg oder auch eine Kirche ist. Ich zeige euch das jeweils mal hier. Und da sind auch tatsächlich die ganzen Ludwig der Springer, seine Frau wie hieß er? Adelheid ist auch damit abgebildet, also gibt es auch in den, und dann halt noch alle seine Nachfahren stehen alle, und alle heißen irgendwie wieder Ludwig. Warum auch immer alle Ludwig heißen. Na gut, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.